Ich habe heute irgendwie mal wieder richtig Bock auf eine Tierlist und zwar zu der kompletten Balea Beauty Expert Hautpflegereihe. Ich würde zunächst einmal was zur Einteilung sagen, zumindest Top und Fail. Alles, was dazwischen ist, erklärt sich dann von selbst. Und zwar heißt Top für mich persönlich, dass die Produkte, die ich in diese Zeile packe, so gut sind, dass ich sie sogar jemandem empfehlen würde, der zu Urlaubszwecken in Deutschland ist, ja, sich diese Produkte mal anschauen und sie eventuell kaufen sollte. Fail ist das komplette Gegenteil. Das sind einfach Produkte, die irgendwie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, zum Beispiel, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise vermarktet werden, aber halt nicht entsprechend performen. Ihr könnt ja gerne während des Videos so ein bisschen mitmachen und schauen, wo ihr das ein oder andere Produkt einordnen würdet. Ich würde einfach mal mit dem Balea Beauty Expert Calming Toner starten. Der ist ja kürzlich erst rausgekommen und ich konnte ihn bereits testen. Ich bin mir aber unsicher, wo ich den reinpacke, ob der eher zu nett oder zu okay kommt. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das Calming Serum deutlich besser finde, packe ich den, glaube ich, eher zu okay, weil er erstens nicht wirklich ein Toner ist. Das Produkt hat mehr so eine serumartige Konsistenz. Es ist ein milchiges Produkt, aber ich hätte mir tatsächlich einen echten Milky Toner gewünscht und nicht schon wieder ein Serum in der Flasche. Ein Produkt, das ich noch nicht getestet habe und das ich auch nicht testen werde, ist die Balea Beauty Expert Body Lotion mit Glykolsäure. Ich weiß nicht mal, ob da Glykolsäure draufsteht. Ich glaube, das steht irgendwas mit AHA drauf. Das heißt, es ist nicht wirklich ersichtlich, wie hoch der Anteil der jeweiligen Säuren ist. Das finde ich vor allem für Leute mit super empfindlicher Haut ein bisschen schwierig. Ich weiß, Prozentangaben sagen nicht immer alles aus, aber so ein bisschen zur Einordnung ist das schon hilfreich. Deswegen packe ich das erstmal bei Mäh rein, weil das einfach kein Produkt ist, das mich catcht und das mich vom Marketing überzeugt. Ich bin sowieso jemand, der ungern Bodylotions mit Glykolsäure oder hohen Anteilen an Säuren ausprobiert, weil ich einfach eine super empfindliche Haut habe und weil ich da ehrlicherweise bisher noch nicht wirklich einen Effekt sehen konnte, zumindest bei den Produkten, wo die Konzentrationen relativ niedrig sind. Oh, das UV-Schutzfluid fand ich wirklich nicht so gut. Das packe ich auf jeden Fall bei Mäh rein. Es ist jetzt kein komplettes Fail-Produkt, also es funktioniert schon bis zu einem gewissen Grad, aber es ist nicht wirklich angenehm auf der Haut, zumindest wenn man es in der korrekten Menge aufträgt. Von daher absolut kein Produkt, das ich persönlich nachkaufen würde. Ich glaube, den Glow Toner finde ich ein kleines bisschen besser als den neuen Calming Toner. Deswegen packe ich den bei Nett rein, weil der einfach auch von der Formulierung ein bisschen spannender ist und ja, weil er auch wirklich sich wie ein Toner verhält. Es ist kein Serum, es ist keine Creme, es ist tatsächlich ein wässriger Toner. Was mache ich mit der Augencreme? Die habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich finde ja die Formulierung tatsächlich spannend. Deswegen packe ich die mal bei Nett rein, denn hier ist ein Vitamin-C-Derivat drin, glaube ich, Ascorbylglucosid und antioxidatives Koffein und Peptide sind, glaube ich, auch enthalten. Von daher ist das einfach ein Produkt, das ich so interessant finde von der Formulierung her, dass ich es testen würde. Und das Calming Serum von Balea, das finde ich wirklich besser als den Toner, zumindest was die Formulierung angeht. Also auch die Konsistenz ist sehr, sehr ähnlich. Das Einzige, was ich eben nicht mag, ist die Verpackung, denn man kommt sehr schwer an die Reste von diesem Serum ran, weil es doch etwas dicker ist. Das heißt, die Pipette wird einfach gegen Ende sehr unbrauchbar. Aber was die Zusammensetzung angeht, ist das Serum einen Ticken besser im Vergleich zu dem Toner, weil einfach deutlich mehr barriereunterstützende Inhaltsstoffe enthalten sind. Das Gesichtsöl habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber das wäre vielleicht mal ein Produkt, das ich irgendwann mal testen würde, wenn es mich extrem
in den Fingern juckt, denn das finde ich auch ein bisschen interessanter und auch für meine Ansprüche passender im Vergleich zu der Bodylotion mit AHA. Allerdings ist das jetzt nichts, was mich extrem interessiert von der Formulierung her, weil es einfach eine reine Ölmischung ist mit so ein paar antioxidativen Bestandteilen und auch ein paar barriereunterstützenden Bestandteilen. Ich glaube, Basisöl ist Mandelöl, was jetzt auch nicht für alle Hautzustände gleichermaßen geeignet ist, aber ich würde es auch, glaube ich, nicht unbedingt als reines Öl für mein Gesicht verwenden, sondern eher, um es in andere Produkte reinzumischen, um denen noch ein bisschen mehr Fettkomponente zu geben oder um sie einfach vom Hautgefühl zu verbessern. Denn wenn man beispielsweise klebrige Produkte am Start hat und das verbessern möchte, also dass die Klebrigkeit nicht mehr so extrem hervorsticht, dann hilft es extrem, ein paar Tröpfchen Öl in das Produkt reinzumischen. Also vorher das Produkt auf den Handdrücken zu geben oder in die Handinnenfläche und dann ein paar Tröpfchen Öl hinzuzufügen, das zu vermengen und dann auf die Haut aufzutragen. Das hilft mir zum Beispiel immer sehr, wenn ich so ein paar Produkte habe, die einen Ticken zu klebrig sind. Die Tagescreme mit 2% Panthenol habe ich auch noch nicht getestet, aber die würde ich tatsächlich gern ausprobieren. Das letzte Mal, als ich versucht habe, sie zu kaufen, war sie leider nicht mehr da und auch nicht lieferbar. Aber soweit ich gesehen habe, steht sie bereits wieder in den Filialen. Und ich finde die ein bisschen spannender als das Öl, weil das so ein bisschen, ja, eine basic formulierte Creme ist, die zwar Peptide enthält und ich muss sagen, dass ich bei Peptiden bisher nicht sonderlich viel gesehen habe, also zumindest was den Effekt auf meine Haut angeht, aber hier ist 2% Panthenol enthalten, das kann unter anderem feuchtigkeitsbindend wirken und reizlindernd wirken und ansonsten ist die Formulierung relativ einfach und basic und da bin ich aktuell einfach ein riesengroßer Fan von, solche einfach formulierten Cremes zu benutzen und sie beispielsweise mit irgendwelchen Seren zu mixen. Von daher steht diese Creme schon eine Weile auf meiner Wunschliste und ich denke, dass ich sie dieses Jahr noch testen werde. Bei dem Balea Beauty Expert Plumping Serum tue ich mich ein kleines bisschen schwer, muss ich sagen, weil es von der Formulierung her eigentlich gar nicht so verkehrt ist, aber ich habe es leider nicht vertragen, denn meine Haut hat nach einer gewissen Verwendungsdauer mit diesen kleinen Pickelchen reagiert und ich konnte das definitiv auf dieses Serum zurückführen. Von daher, ich glaube, ich packe es trotzdem bei okay rein. Es ist nicht nett, es ist nicht top, weil ich es halt nicht vertragen habe. Aber da die Formulierung eigentlich in Ordnung ist und ich einfach nur Probleme damit hatte, packe ich das mal bei okay rein. Das ist auch eins dieser Serien, das 5% Niacinamid enthält. Das heißt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die keinen Bock haben auf 10%, 15% Niacinamid, dieses Serum könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr es vertragen solltet. Kommen wir zum ersten Fail und zwar dem Balea Beauty Expert Cleansing Balm. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich in all den Jahren, seit ich mich mit Hautpflege beschäftige, wirklich etliche Cleansing Balms ausprobiert habe. Und das ist einer, der mir absolut keinen Spaß macht. Also den ich wirklich furchtbar finde und den ich auch niemandem empfehlen würde, den ich leiden kann. Denn ich finde ihn zum einen vom Hautgefühl nicht sonderlich angenehm. Er ist relativ bremsig und er lässt sich nicht so gut mit Wasser entfernen. Auch mit Double Cleansing macht dieser Cleansing Balm nicht sonderlich viel Spaß. Von daher muss ich den leider ganz oben bei Fail platzieren. Die Balea Beauty Expert Nachtcreme. Die Creme, die mit Retinol beworben wird, ohne Retinol zu enthalten. Aber es sind ja Gott sei Dank ein paar Sternchen dran gepappt, damit man dahingehend safe ist. Aber ich bin trotzdem kein Fan von dem Marketing. Und ich bin auch kein Fan von dem Hautgefühl dieser Creme. Ich habe eine eher fettarme Haut. Aber die Creme ist mir vom Finish einfach zu ölig und ich hatte auch auf Dauer so ein bisschen das Gefühl, dass sie meine Haut unruhiger macht. Deswegen, wo packe ich die hin? Ich glaube, ich packe die bei Mäh
rein, weil ich zum einen das Marketing nicht so cool finde und zum anderen einfach kein Fan vom Hautgefühl und Finish bin. Den Acelain Booster habe ich leider auch nicht vertragen, also irgendwie war meine Haut nach der Anwendung immer super unruhig, deswegen packe ich den auch mal bei OK mit rein, weil er von der Formulierung her eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist und sich auch relativ angenehm auf der Haut anfühlt. Also er ist nicht zu klebrig oder super unangenehm, aber ich habe ihn einfach nicht vertragen. Der PHA Cleanser, der angeblich peelend wirken soll, aber zu wenig PHA enthält und wo auch der pH-Wert nicht passt, ist mir persönlich zu harsch auf der Haut. Also der ist, ich weiß nicht, der trocknet meine Haut extrem aus. Meine Haut spannt jedes Mal, wenn ich den benutze. Also ich versuche auch immer zwischendurch mal wieder so Produkte zu verwenden, die ich normalerweise nicht mag, aber ich und dieser PHA-Cleanser, wir werden einfach keine Freunde werden. Deswegen packe ich den bei Meh rein. Die Cleansing Sorbet Cream ist für mich leider auch ein Fail. Irgendwie zeichnet sich hier ein Muster bei den Reinigungsprodukten ab. Also ich weiß nicht, aber die Cleanser aus der Balea Beauty Expert Reihe, die scheinen jetzt nicht zu überzeugend zu sein, zumindest für mich. Das Problem bei der Cleansing Sorbet Cream ist einfach, dass sie nicht das geleistet hat, was sie verspricht, denn sie soll angeblich Make-up entfernen. Das kann ich definitiv nicht bestätigen. Die kriegt nicht mal die einfachsten Sachen runter, wobei sie auf angefeuchteter Haut ein kleines bisschen besser funktioniert, aber ihren eigenen Versprechen einfach nicht gerecht wird. So für morgens kann man die wirklich mal benutzen, wenn man nicht wirklich was auf der Haut drauf hat, aber man jetzt nichts zu Harsches haben möchte, aber zur Make-up-Entfernung oder allgemein, wenn man Produkte auf der Haut drauf hat oder Sonnencreme oder dergleichen, dafür ist die einfach von der Reinigungsleistung nicht geeignet. Die Balea Vitamin C Serumcreme mit Lichtschutzfaktor 30 würde ich, glaube ich, besser bewerten als das UV-Fluid. Ich packe das mal hier bei OK rein, weil ich meine, ich finde die trotzdem vom Finish und Hautgefühl jetzt nicht wirklich perfekt. Sie ist halt relativ ölig auf der Haut, zumindest wenn man sie in der korrekten Menge aufträgt und auch relativ spürbar auf der Haut. Aber ich finde sie deutlich angenehmer im Vergleich zum UV-Fluid, weil das UV-Fluid so einen folienähnlichen Film auf der Haut erzeugt hat, der sich die ganze Zeit mitbewegt hat, und es war auch sehr, sehr schwer, über das UV-Fluid irgendeine Form von Make-up oder Concealer aufzutragen. Das war zumindest für mich mit meiner fettarmen Haut mit diesem Balea Beauty Expert Vitamin C Serum Dingsi mit Lichtschutzfaktor 30 ein kleines bisschen einfacher. Das BHA-Peeling war für mich persönlich eher ein Fail, aber ich setze das trotzdem auf Meh, weil ich finde einfach die Idee von dem BHA-Peeling in flüssiger Form in der Drogerie gar nicht mal so verkehrt, vor allem weil es recht bezahlbar ist, und ich habe halt gehört, dass viele, die das Produkt nicht im Gesicht benutzen können, so wie ich, dieses BHA-Peeling beispielsweise am Rücken verwenden, und ich glaube, dafür ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt top, aber ich habe es halt leider überhaupt nicht vertragen. Ich habe es im Gesicht benutzt und da war es mir einfach zu extrem. Es hat meine Haut richtig, richtig krass gereizt, und es war auch relativ ölig, was eben auch an der Formulierung liegt. Also es hat sich recht ölig angefühlt und die Haut hat halt danach auch arg geglänzt, wenn man es aufgetragen hat. Aber aufgrund der Tatsache, dass es ein bezahlbares, flüssiges BHA-Peeling ist und man es eben auch für den Rücken theoretisch benutzen könnte, packe ich das mal unter die Fail-Zeile. Der Balea Beauty Expert Hydration Toner kommt definitiv in die Top-Zeile. Ich weiß, ich bin wirklich so spontan wie ein Busfahrplan, denn ich liebe diesen Toner und ich würde diesen Toner auch jemandem empfehlen, der nach Deutschland kommt, hier seinen Urlaub macht und sich überlegt, welches Skincare-Produkt er oder sie mal ausprobieren möchte, vor allem aus der Drogerie und vielleicht auch aus der Eigenmarkenabteilung, dann wäre es definitiv der Balea Beauty Expert Hydration Toner, weil der einfach von der Formulierung mal was anderes ist. Da sind super viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten, auch hautidentische Inhaltsstoffe, und ich finde, dieser Toner
war einfach mal was anderes, muss ich sagen. Also es war nicht dieser typische Glycerin-Wassertoner und vielleicht ist da noch Niacinamid enthalten oder sowas, sondern es ist einfach ein Toner, der Feuchtigkeit pur schreit, und da hatte ich wirklich große Hoffnung, als ich den gesehen habe und die Formulierung gesehen habe, dass Balea immer mehr interessantere Produkte rausbringt, was jetzt am Ende des Tages nicht so eingetroffen ist, muss ich sagen, denn viele Produkte wiederholen sich ja auch, was die Konsistenzen und die Formulierungen angeht, aber dieser Toner, der hat einfach mein Herz gewonnen, und ich habe mich so gefreut, als er gelauncht wurde, und ich habe mich auch entschieden, dass ich das Calming Serum, dass ich das auch in die Top-Zeile reinpacke, weil warum nicht? Ich finde, das Serum ist toll, und es hat definitiv verdient, in der Top-Zeile zu sein. Es ist gut formuliert, es sind super viele barriereunterstützende Inhaltsstoffe enthalten. Das Einzige, was man theoretisch verbessern könnte, wäre die Verpackung. Ich würde mir so sehr einen Pumpspender wünschen. Das würde die Dosierung so viel einfacher machen. Aber an sich ist das ein großartiges Serum, das sich schön auf der Haut anfühlt, das sich gut verteilen lässt, das toll formuliert ist und das auch noch bezahlbar ist.